Hallo? Heute werden wir den schwedischen gepanzerten Kampfwagen STRF 9040 analysieren. Bevor wir mit dem Video beginnen, können Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos liken, wenn Sie an solchen Inhalten interessiert sind, um mich zu unterstützen. Los geht's! Anfang 2023 gab die schwedische Führung ihre Absicht bekannt, gepanzerte Kampffahrzeuge an das Kiewer-Regime zu liefern. Die neuen Pakete militärisch-technischer Hilfe sollten mehrere große Maßnahmen umfassen, Panzer und Dutzende Infanteriekampffahrzeuge. Nun wurde bekannt, dass die erste Charge der Schützenpanzer STRF 90 bereits aus Schweden verschickt wurde und den ukrainischen Verbänden bald zur Verfügung stehen soll. Am 19. Januar kündigte die Regierung des einst neutralen Schweden die Bildung eines neuen Pakets militärisch-technischer Hilfe für die Ukraine an. Es war geplant, Waffen und Ausrüstung im Wert von 419 Millionen US-Dollar an das Kiewer-Regime zu transferieren. Das Paket umfasste verschiedene Infanteriewaffen, technische Ausrüstung und gepanzerte Kampffahrzeuge. Insbesondere kündigten sie ihre Absicht an, ca. 50 Infanteriekampffahrzeuge STRF 90. Die Ausrüstung sollte von Teilen der eigenen Bodentruppen übernommen werden. Gleichzeitig wurden die genauen Bedingungen der künftigen Lieferung nicht genannt. Auch die Frage der Ausbildung ukrainischen Militärpersonals für die Arbeit an ausländischer Ausrüstung wurde nicht offengelegt. Es ist zu beachten, dass die Pläne zur Versendung von Ausrüstung nicht auf 50 Schützenpanzer beschränkt waren. Eine unbenannte Anzahl selbstfahrender Haubitzen des Typs Archer war im selben Paket enthalten. Darüber hinaus wurde damals die Möglichkeit diskutiert, ein Dutzend Hauptpanzer STRV 122, schwedische Version des deutschen Leopard 2, zu transferieren. In den nächsten Monaten erschienen keine neuen Informationen über die Lieferung von BMP STRF 90. Erst kürzlich stellte sich heraus, dass die zuvor angekündigten Pläne noch in Kraft sind und umgesetzt werden. Mitte Mai berichtete die britische Ausgabe der Times unter Berufung auf ihre Quellen, dass Schweden kürzlich ukrainische Besatzungen für seine Ausrüstung geschult habe. Somit hat Schweden inzwischen damit begonnen, die Versprechen vom Januar zu erfüllen. Die ukrainischen Besatzungen wurden geschult und der Versand der Ausrüstung hat begonnen. Bisher handelt es sich um mindestens eine Charge Schützenpanzer und Hilfsausrüstung. In naher Zukunft sollten die verbleibenden gepanzerten Fahrzeuge in einer Menge von weniger als 30 Einheiten von Schweden in die Ukraine geschickt werden. Es stellt sich heraus, dass die schwedische Armee beschlossen hat, der Ukraine die neuesten Infanteriekampffahrzeuge mit verbesserten Schutzeigenschaften zu geben. Es ist davon auszugehen, dass die Lieferung gemischt ist und Geräte verschiedener Modifikationen umfasst. Tatsache ist, dass der angegebene Unterstützungsbetrag die Anzahl der STRF 9040C Maschinen übersteigt. Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass die schwedische Armee die neueste Version des BMP aufgibt. Wenn wir uns die Fähigkeiten dieses gepanzerten Fahrzeugs genauer ansehen, können wir Folgendes feststellen. STRF 9040 ist ein schwedisches gepanzertes Kampffahrzeug mit folgenden Merkmalen. Panzerungsschutz: STRF 9040 verfügt über einen hohen Panzerschutz und ist so konstruiert, dass er ballistischen Geschossen, Minen und kleineren Kalibern widerstehen kann. Beweglichkeit: Das Fahrzeug ist sehr beweglich und verfügt über speziell entwickelte Federungssysteme und leistungsstarke Motoren, um sich an das Gelände anzupassen und unter verschiedenen schwierigen Bedingungen zu arbeiten. Waffensysteme: STRF 9040 ist in der Regel mit einer Hauptwaffe, einem koaxialen Maschinengewehr und sekundären Waffensystemen wie Flugabwehrgeschützen ausgestattet. Als Hauptwaffe wird in der Regel ein 40 mm Automatikgeschütz oder in einigen Modellen ein 30 mm Automatikgeschütz verwendet. Sekundärwaffen: STRF 9040 kann bis zu 4 Turmmaschinengewehre oder leichte Flugabwehrraketen zur Selbstverteidigung gegen externe Bedrohungen tragen. Nachtsichtsystem: Das Nachtsichtsystem erhöht die Effektivität des STRF 9040 bei nächtlichen Operationen. Mit Nachtsichtgeräten, Wärmebildkameras und Laserentfernungsmessern können Ziele auch bei schlechten Lichtverhältnissen erfasst und identifiziert werden. Besatzungsraum: STRF 9040 bietet eine geräumige Innenkabine, die unter Berücksichtigung von Komfort und Funktionalität für die Besatzung gestaltet ist. Die Besatzungsmitglieder haben Zugang zu ergonomischen Sitzen, benutzerfreundlichen Bedienfeldern und gut platzierten Anzeigen. Motorleistung:
Das Fahrzeug ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet und kann hohe Geschwindigkeiten erreichen, was schnelle Bewegungen und das schnelle Annähern an und Entkommen von Zielen ermöglicht. Navigationssystem: ST-RF 9040 ist mit einem fortschrittlichen Navigationssystem ausgestattet, das zur Positionsbestimmung, Zielführung und effektiven Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs verwendet wird. Selbstschutzsysteme: ST-RF 9040 verfügt über verschiedene Systeme zum Selbstschutz vor Bedrohungen, darunter aktive Schutzsysteme, Raketenabwehrsysteme und Nebelwerfer. Kommunikations- und Verbindungssysteme: ST-RF 9040 verfügt über leistungsstarke und zuverlässige Kommunikations- und Verbindungssysteme. Dies ermöglicht die Kommunikation mit anderen Einheiten, den Informationsaustausch mit dem Hauptquartier und die Koordination von Operationen. Anpassungsfähigkeit: ST-RF 9040 kann je nach Missionsanforderungen angepasst werden. Es ist möglich, verschiedene Sensoren, Kommunikationsgeräte oder Waffensysteme hinzuzufügen oder zu ändern. Ersatzteil- und Wartungsfreundlichkeit: ST-RF 9040 wurde für eine einfache Wartung und Reparatur entwickelt. Es bietet leichten Zugang zu Ersatzteilen und kann nachhaltig genutzt werden. ST-RF 9040 ist eine hochleistungsfähige Plattform, die verschiedene Aufgaben als modernes gepanzertes Fahrzeug erfüllen kann. Diese Eigenschaften machen es zu einem wertvollen Kampffahrzeug für Sicherheitskräfte. So hat Schweden dem Kiefer-Regime zuvor 50 Schützenpanzer aus eigener Produktion zugesagt und beginnt nun mit der Auslieferung. Es ist bekannt, dass mindestens die Hälfte der versprochenen Ausrüstung verschickt wurde und in naher Zukunft möglicherweise in der Kampfzone erscheinen wird. Gleichzeitig musste die schwedische Armee ihre eigene Ausrüstungsflotte reduzieren, und zwar auf Kosten ihres fortschrittlichsten Teils. Trotz aller Vorteile sind die Infanterie-Kampffahrzeuge ST-RF 9040 keine Wunderwaffe, die den Verlauf von Feindseligkeiten ändern kann. Eine solche Ausrüstung wird unseren Truppen Ärger bereiten, aber am Ende wird sie die ohnehin schon beträchtliche Liste der Verluste ukrainischer Verbände verlängern. Infolgedessen sprechen wir nicht nur von der Entmilitarisierung der Ukraine, sondern auch von der teilweisen Zerstörung des militärischen Potenzials Schwedens. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende angeschaut haben. Wir sehen uns im nächsten Review-Video. Auf Wiedersehen!